I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no miHoYo. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no miHoYo as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no miHoYo and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. Ame no miHoYo wacht endlich auf und wir klären ihn auf. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention. All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Na gut, dann wäre das jetzt erstmal das Ende dieser Herausforderung. Und das grandiose Finale möge dann erst jetzt als nächstes kommen. Der grandiose finale Kampf des Dämonenschwertes, an dessen Ende wir ihn wohl, neu schmieden werden. Davon gehe ich auf alle Fälle von aus. Weil dieses Schwert sollten wir doch irgendwie jetzt erhalten können. Also gut, wo ist jetzt der Augenblick des letzten Kampfes? Des letzten Wunsches?
Okay, ein ungewöhnlicher Ort. Ein Kampf am Strand. Aber soll mir jetzt der Sack auch recht sein? Für einen Samurai-Showdown ist das Sack jetzt, glaube ich, doch eine gute Stelle. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Es war viel leichter damals. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedehara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Alright, let's fight. Time to go. Wind strike. As one with wind and cloud. Tja, so oder so, wir haben ja Sack hier wirklich keinen ernstzunehmenden Gegner. Das Duell wäre damit zu Ende. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone, and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I am not sure, but I think that all this is about to come to an end. Ja, da bin ich mir auch sicher. Die Geschichte wird jetzt ihr Ende finden. In Amenomas Schmiede werden wir das wahre Ich des Schwertes zum Vorschein bringen können. Somit erhalten wir auch eine neue gratis 4-Sterne-Waffe. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es eine 4-Sterne-Waffe eigentlich ist. Eine gratis 5-Sterne-Waffe wäre jetzt in diesem Zusammenhang ein bisschen ungewöhnlich. Daher kann es sich jetzt bloß um eine 4-Sterne-Waffe handeln. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you.
It's all thanks to them that I was able to return safely. Ihr erzählt Amenoma Togo, was auf dem Weg passiert ist. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. But... Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Du entscheidest. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Nachdem du Amenomas Schmiede verlassen hast, erfährst du den Rest der Geschichte. That's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Die Überreste von Göttern sind kein Witz. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me.
just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha? I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Danke. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. Also gut, wie es zu erwarten war, dauert alles jetzt noch ein bisschen länger als erwartet. Eigentlich dachte man jetzt natürlich, die eigentliche Mission wäre vorbei. Doch dann kommt sagt sowas jetzt hier noch. Das Schmieden eines neuen Schwertes. Der Entschluss von Kazuha. Und eine Antwort. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. An Kamaji. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amano miHoYo should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please, take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Tja, das nächste Reiseziel wird auf alle Fälle das Goldapfel-Archipel sein für Kazuha. Aber jetzt erstmal abwarten. Jo. Wir haben jetzt ein neues Schwert erhalten. 4-Sterne-Version. Tja, durch einen Legendenauftrag ein neues Schwert erhalten. Das Kagotsurube Ishin. Diese im fernen Norden geschmiedete Klinge wurde einst auf ihrem Heimweg im Namen Ishin mit unzähligen Sünden befleckt. Tja. Wie können wir es verstärken? Müssen wir so oder so erstmal gleich herausfinden. Okay, wir haben so oder so jetzt noch ein bisschen zu wenig Materialien dabei für die Aufrüstung. Die Maske des bösen Leutnants haben wir jetzt leider nicht dabei.
Aber wir können jetzt noch kurz was anderes machen. Ursprünglich hatte ich da zwar das Ganze jetzt nicht vorgehabt, aber es wäre jetzt nun wirklich ein bisschen schade, wenn wir jetzt es wirklich nicht versuchen würden. Hier ist aber jetzt bloß ein 4-Sterne-Charakter. Oder eine 4-Sterne-Waffe auch noch. Dafür war das jetzt nun wirklich das falsche Leuchten. Und ob wir jetzt nun wirklich auch Kazuha kriegen könnten, wäre an der Stelle jetzt sowieso auch noch eine andere Frage. Ja, ich hab's doch gewusst. Eine 4-Sterne-Waffe auch noch mit hinzu. Okay, dann gehen wir doch noch mal kurz zum Händler hin. Als allererstes holen wir uns noch ein bisschen verwobenes Schicksal. Dann mit Sternenstaub kaufen wir uns auch noch mal ein bisschen was ein. Und dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Wieder bloß 4 Sterne. Nein, 5 Sterne. Warte mal. Er ist ein 4-Sterne-Charakter? Shikanoen Heiso ist ein 4-Sterne-Charakter? Okay, das erklärt jetzt natürlich die Sache mit dem Einladungsereignis. Ich war, wirklich davon ausgegangen, dass er ein 5-Sterne-Charakter gewesen wäre. Naja, so oder so haben wir jetzt einen neuen Charakter. Auch wenn mich das Ganze jetzt wirklich ein bisschen überrascht hat. Gerade mal 4 Sterne. Das war jetzt wirklich ziemlich ungewöhnlich. Na gut, dann bloß noch ein paar klitzekleine Versuche. Wird natürlich jetzt nichts bringen. Wäre natürlich jetzt ziemlich gut gewesen, wenn wir jetzt, noch seinen Besitzer kriegen könnten, aber... Tja, in diesem Falle waren bloß 4 Sterne Sachen drin. Ja, wieder 4 Sterne. Wir haben einfach kein Glück. Tja, schade. Wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Tja, es wäre jetzt wirklich nicht schlecht gewesen, hätten wir jetzt die Möglichkeit gehabt, Kazuha zu ziehen. Aber stattdessen haben wir dann jetzt Shikanoen. Und wisst ihr was? Dann machen wir jetzt auch noch mal einen klitzekleinen Probelauf. Okay, zuerst mal noch einen Probelauf mit Kazuha. Weil dann können wir gleich immer noch ein weiteres Mal den Banner nutzen. Tja, und ansonsten müssen wir dann jetzt sowieso auch erstmal das Event machen. Das sommerliche Event, um dann auch noch ein bisschen Urgestein zu kriegen. Tja, vielleicht passt es. Und naja, so oder so kriegen wir ja generell mit der nächsten Version ja einen Dendro-Charakter. Zwar keinen besonderen, weil wir selbst dann der Dendro-Charakter sein werden, aber trotzdem. So oder so hätten wir dann in der nächsten Version die Macht von Dendro.
Tja, das war dann jetzt erstmal nochmal die Macht von Kazuha. Hatten wir jetzt sowieso in den letzten Parts auch einigermaßen gut unter Beweis stellen können, zeigen können. Aber ansonsten muss jetzt nochmal unser kleiner, naja, unser Kampfkünstler jetzt auch nochmal zum Einsatz kommen. Tja, 3 4-Sterne-Charaktere, eine 4-Sterne-Waffe. Im Grunde genommen ist das eigentlich ja keine schlechte Ausbeute, doch leider eine Ausbeute, die ich so jetzt nicht so gerne gehabt hätte. Ach verdammt, wir kriegen hier aber bloß 20. Nur 20 Urgestein kriegen wir dabei raus. Na gut, dann werden wir jetzt, doch nochmal kurz nur noch diesen kleinen Probelauf machen. Und ansonsten, ja, müssen wir erstmal das Sommer-Event machen, bevor wir noch das Banner wieder aktivieren können. Obwohl, generell, werden wir eigentlich noch genügend Energie zusammenkriegen? Mal sehen, mit seiner Elementarfähigkeit kann Shikanoin so anhand der aktuellen Stapelungszahl, Anzahl von Deklinationen, Animo-Schaden verursachen. Durch aktives Aufladen oder Auslösen von Verwirbelungsreaktionen können Stapelungen von Deklination erhalten werden. Sobald der Effekt Deklination viermal gestapelt wurde, erhält er den Effekt Urteilsspruch, welcher den Schaden der Elementarfähigkeit weiter erhöht und ihren Wirkungsbereich vergrößert. Shikanon Heisus Spezialfähigkeit kann Vakuumtritt des Fudo-Stils auslösen und Anemo-Flächenschaden verursachen und ersetzt von Hydro, Pyro, Kryo oder Elektrokraft betroffene Gegner in den Zustand Auge des konzentrierten Winds. Nach einer kurzen Verzögerung explodiert das Auge des konzentrierten Winds und fügt Gegner Elementarschaden des jeweiligen Elements zu. Während der Figurenprobieraktion wird zusätzlich... Okay. Mal sehen. Okay, so oder so sieht das schon mal beeindruckend aus. Okay, so oder so ist sein Kampfstil beeindruckend. Tja, so oder so, sein Kampfstil ist beeindruckend. Da kann man nichts anderes zu sagen. Tja, recht beeindruckend. Aber ich habe ehrlich nicht damit gerechnet oder angenommen, dass er ein 4-Sterne-Charakter war. Ich habe mich zwar ein bisschen gewundert, dass es 2 5-Sterne-Charaktere in einem Banner gäbe. Aber ja, hätte ich mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Hätte ich mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Aber wie dem auch sei, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall das Sommer-Event beginnen. Das ist jetzt sowieso auch klar.
Das Einladungsereignis rund um Heiso werden wir dann auch irgendwann mal machen. Ja, aber ansonsten erstmal ein bisschen hochstufen. Und dann mal sehen, wie wir hier noch einen weiteren Aufstieg. Okay, das sieht jetzt ein bisschen einfacher aus als erwartet. As I get stronger, my intuition. Aber damit wäre der weitere Aufstieg schon ein bisschen schwieriger. Er bräuchte sogar auch die Macht der Ruinenschlange. So, Talente. Ja, also ich denke mal, wir können ihm so oder so irgendeine Art von Waffe geben. Also das war auf jeden Fall die Waffe, die er jetzt, glaube ich, eben da einsetzt. Oder was, er sagt die? Na, es muss, er sagt, die Waffe hier gewesen sein. Opferrituale. Könnte auf jeden Fall es gewesen sein. Andererseits, wir könnten ihnen auch ebenso gut das Auge des Gelöbnisses geben. Naja, so oder so wäre dann jetzt erstmal hier unser Abenteuer in Bezug des Legendenauftrags von Kazuha zu einem Ende gebracht worden. Wir haben ein neues Schwert, wir haben einen neuen Charakter. Zwar leider nicht den wir haben wollten. Aber hey, ursprünglich hatte ich es sowieso nicht geplant gehabt, diesen Charakter zu ziehen. Oder generell, er sagt, zu versuchen, Kazuha zu ziehen. Aber hey, so oder so, es hat sich gelohnt. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo es mal wieder ab in die Südsee geht. Zum Goldapfel-Archipel. Dafür haben wir aber immerhin ja noch 30 Tage Zeit. Also nur die Ruhe, würde ich mal sagen.